Liebe Freunde, dies ist die überarbeitete Version einer Präsentation zum Thema Form und Bewegung von Pflanzen, die ich zum Fest meines 80. Geburtstags gehalten hatte. Es geht um einen etwas ungewohnten Blick in die Natur. Meine Zuneigung galt von Anbeginn der Vielfalt von Formen und Gestalten. Für meine Berufswahl schwankte ich zwischen Architektur und Biologie. Schließlich hat mich das Interesse am lebenden Organismus zur Biologie geführt. Viele Jahre war ich Termitenforscher an der Uni Bern und in Afrika. Da bin ich als Biologe bei den Termiten angelangt. Und mit diesen Bauwerken wurde auch mein Hang zur Architektur ebenfalls befriedigt. Diese Tätigkeit ging mit meiner Pensionierung zu Ende, da es hier ja keine Termiten gibt. Dann kam eine Periode, da war ich von Pflanzenformen und deren Gestaltbildung fasziniert. Davon möchte ich im Folgenden berichten. Vorerst aber noch einige allgemeine Bemerkungen zur Naturerkenntnis. Wenn wir in die Natur schauen, gibt es zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die uns begeistern können. Erstens eine spontane, zweitens eine intellektuelle. Die spontane. Ich nenne sie die künstlerische. Was spricht die Erscheinung spontan zu mir? Wir studieren die Erscheinung, die Idee der Gestalten, Farben und Bewegungen und die darin enthaltene Intelligenz. Diese Raupe ist unauffällig grün wie das Blatt, ein plumper, wenig geformter, prall gefüllter Schlauch, der nichts anderes tut als fressen, fressen und nochmals fressen. Aber was offeriert sich uns im Erleben der Verwandlung vom grünen Wurm zum lichtluftigen Schmetterling? Ein Übergang von der Stoffwechselphase ganz in die Sinneswelt, vom Wässrigen ins strukturiert Ausgeformte, vom Unscheinbaren ins Lichthafte. Es spricht mich etwas Wesenhaftes an, etwas Wesentliches, das ich empfinden und spontan verstehen kann. Versuchen Sie mal in der Vorstellung, ich fühle mich wie eine Raupe, ganz intensiv, und jetzt, ich fühle mich wie ein Schmetterling. Und nun zur zweiten, der intellektuellen oder analytischen Betrachtungsweise. Wie funktioniert das Räderwerk der Natur? Hier rechts ein Beispiel dazu. Es ist die Darstellung von Laboruntersuchungen zur Frage, welche Hormone aus welchen Drüsen regeln die Entwicklung der Raupe und die Verwandlung zum Schmetterling? Wir fragen nach den Funktionen und Mechanismen der Erscheinungen. Oben im Kopf und im Brustteil sehen wir Hormondrüsen dargestellt in Gelb, Rot und Blau. Hormone aus dem Gehirn, hier gelb, stimulieren in Zeitabständen die blaue Drüse. Diese produziert dann ein Hormon, das eine Häutung in Gang setzt. Wenn gleichzeitig von der roten Drüse viel Hormon im Blut ist, bildet sich aus einer kleinen Raupe wieder eine größere Raupe. Wenn aber fast kein rotes Hormon mehr vorhanden ist, bildet sich die Puppe, also die Vorbereitung für den Schmetterling. Das war nur ein Beispiel. Im Weiteren beschäftigt sich die intellektuelle Wissenschaft mit Untersuchungen, Theorien und Technologien zur Biochemie, zur Vererbung und Evolution. Es ist unsere offizielle wissenschaftliche Betrachtungsweise. Ich bin der Meinung, beide Betrachtungsweisen sind Teil der Wirklichkeit. Nur sie zusammen tragen bei zu einem ganzheitlichen, lebendigen Naturverständnis. Betrachten wir einmal Gestalten anstelle von Funktionen. Diese drei Baumarten finden wir in unserer Umgebung. Warum sehen sie so verschieden aus? Fragt sich der eine oder andere. Diese Frage nach dem Warum lassen wir jetzt aber mal beiseite. Wie sprechen sie uns spontan an?
Es sind 3 verschiedene Gestalten, 3 Gesten. Links aufgerichtet, nach oben strebend. Ganz rechts ein Zurück zur Erde, gewisse Unterwürfigkeit, ja fast eine gewisse zarte Trauer. Und in der Mitte ein wunderschön ausgewogenes Dasein zwischen Himmel und Erde. Bäume als vieljährige verholzte Pflanzen drücken eine gewisse Art individueller Charakteren aus. Der Baobab in der Savanne, ein selbstherrlicher Boss. Sein Gegenbild, die mütterlich beschützende Schirmakazie. Formen drücken einen Eigenwert aus. Wir wollen jetzt zusammen etwas üben im Umgang mit Formen, Gestalten, Gesten. Das Quadrat. Es ist statisch festgesetzt, viereckiger Typ. Das Dreieck, wandelbar, erfinderisch, flexibel. Der Kreis, rund, in sich geschlossen, ruhend. Wichtig die Richtung im Raum, nach oben, dem Himmel zu, verdünnend, zum Licht, nach unten, in die Erdenschwere, Verdichtung zur Dunkelheit. Dies ist eine künstlerische Darstellung in einer Statue von Alberto Giacometti. Eine Gestalt nach oben, Befreiung von der Erdenschwere, Entmaterialisierung, Verduftung, bis fast zum Abschweben. Im Gegensatz diese Skulptur zur Erdenschwere, Masse, Fülle, Ernährung. Eine besondere Gestik ist das Heraufsteigen und die Umkehrung zur Erde. Ein typisches Beispiel hierfür sehe ich in der Gestik der Pilze. Links schießen sie aus dem Erdreich senkrecht nach oben zum Licht. Rechts, sie kehren alsbald in ihrer Formgebärde wieder um, erdwärts mit der Entfaltung des Hutes und verschwinden bald wieder ganz im Dunkel der Erde. Der Pilz kommt gleichsam mit dem Rücken aus der Erde und verschwindet auch bald wieder. Das steht ganz im Gegensatz zu einer Blüte, welche ihre Arme dem Licht zugewandt öffnet. Hier eine weitere Illustration zur Wirkungskraft von Formen. 2 Wohnhäuser mit verschiedenem Wohnideal. So soll sich doch jeder mal vorstellen, welches Wohnideal das seine wäre. So haben verschiedene Architekturstile eine unterschiedliche Aussagekraft. Links pietätvoll gegen den Himmel. Mitte mächtig, monumental. Rechts aufwärts strebende Säule im Gleichgewicht mit dem abfallenden Motiv im Kapitel. Es ist gestaltete Architektur. Wir können sie einerseits intellektuell verstehen von ihrer Funktion her, zum Beispiel die Säule als Tragelement. Aber das ist nur die eine Seite. Diese Architekturen sagen uns noch mehr, was wir spontan, künstlerisch erfassen können. Es sind Ureigenschaften, die wir in unserer Gemütswelt tragen und deshalb verstehen. Ehrfurcht, monumental, Gleichgewicht. Ich komme nochmals auf den Architekten zu sprechen. Die Gestalt eines Wohnhauses ist die Schöpferidee des Architekten. Die Funktionen als Wohnhaus sind Bedingungen. Sie müssen die Ansprüche des Wohnens erfüllen. Wenn wir aber fragen, warum sieht das eine Haus so aus und das andere so, finden wir die Antwort nicht, wenn wir allein nach Zweck und Funktion fragen. Hier noch eine Verdeutlichung. Beim Haus links überwiegt ganz die Formidee. Das Haus rechts, eine Lagerhalle, entstand ausschließlich aus der Zweckidee. Ich habe die Beispiele aus der Architektur gebracht zum anschaulichen Verständnis der verschiedenen Betrachtungsweisen. So wie in der Architektur, denke ich,
steckt auch hinter jeder lebenden Gestalt in der Natur eine Intelligenz, einerseits nach Zweck und Funktion und andererseits eine Gestaltungsidee. Beide zusammen führen zu einem ganzheitlichen Verständnis. Ich möchte hier einige Wahrnehmungseigenschaften vergleichend gegenüberstellen. Ein Schwein, bauchig, suhlend, erdgebunden, dumpf, massig, stofflastig, ernährungsbetont. Ein Eichhörnchen, aufgerichtet, flink, erhoben, aufgegliedert, dünn, nervig, sinnesbetont. Was hier zwei Tiertypen darstellen, sind Wesensmerkmale, die wir auch alle selbst in uns tragen und die wir bereits kennengelernt haben in der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Und solche Gestaltungsgegensätze finden wir quer durchs ganze Naturreich. Hier im Pflanzenreich eine massige Galertpflanze, Nostoc genannt, und da eine höchst ausgeformte Graspflanze. Im Insektenreich diese beiden Gegensätze, die erdgebundene, bauchige Schabe und die luftig durchlichtete Libelle. Ich möchte hier noch kurz zeigen, dass gewisse Gestalttypen immer wieder unabhängig ihrer genetischen Verwandtschaft erscheinen. Man nennt das Konvergenz, wie etwa die Schirmgestalt. Die eine gehört zu den Nadelhölzern, die andere zu den Bohnengewächsen. Im Gegensatz zu der beschirmenden Gebärde die aufrichte Gestik. Wir finden typische Formen bei Laub- und Nadelhölzern. Gleiche Ausdrucksformen von aufgerichteten Riesenpflanzen finden wir in tropischen Gebirgen über 4000 Meter. Interessant ist, wie sich aus diesen tropischen Hochgebirgszonen aus ganz verschiedenen Pflanzenfamilien sehr entsprechende Erscheinungsformen ausgebildet haben. In Afrika haben sie sich aus der Gattung der Lobelien, wie diese blauen Blümchen, entwickelt. In Südamerika aus der uns vertrauten Gattung der Senezien, die wir aus unseren Zonen als Kreuzkrautarten bestens kennen. Und in den Schweizer Alpen aus den Glockenblumen. Neben der Pflanzensystematik nach der üblichen Erbverwandtschaft könnten wir auch eine Systematik der Gestalttypen aufstellen. Diese ginge dann quer durch die Verwandtschaftsstammbäume. Zu einer ganzheitlichen Naturerkenntnis gesellt sich für mich, wie bereits erwähnt, neben der funktionellen Methodik auch die wesenhafte Betrachtungsweise. Welche ästhetische Gestaltungsqualität äußert sich durch einen Organismus? So gibt es doch Erscheinungsformen bei Pflanzen, die auf diese Frage Antwort geben, die nicht nach der Frage der Funktion interpretierbar sind. Was ist der Grund, dass Blüten farbig sind? Ja, natürlich, sie müssen Bestäuber anlocken zur Befruchtung. Diese beiden Bilder zeigen den Ausdruck roter Blüten. Doch halt, nur links sind es eigentliche Blüten, die der Fortpflanzung dienen. Das rechts sind Scheinblüten. Es sind frisch austreibende Blätter. Das kennt ihr sicher alle. Pflanzen, die in Rot aufleuchten, dort wo frische Triebe entstehen. Da geht es nicht um Funktion. An Stellen, wo intensive Prozesse in Gang gesetzt werden, äußert sich das oft in der Kundgebung von Rot. Alle diese Blüten funktionieren als Fortpflanzungsorgane. Ihre besonderen Erscheinungen sind aber mehr als das. Es sind Darstellungen. Links der Knoblauchhederich, bescheiden. Die Passionsblume, prächtig. Und rechts die Titanwurz, gewaltig. Diese nach Aas riechende Riesenblüte ist eine sensationelle Erscheinung auf tropischen Waldböden.
Auch die Tierwelt ist eine Welt reichhaltiger Darstellungen. Das sind beides balzende tropische Vögel. Links das Männchen demonstriert sich dem Weibchen von der Hinterseite. Rechts ein balzender Paradiesvogel. Nun, Gestalten, wie wir sie auf Fotos zeigen, sind gewordene Momentanstadien. Ihr vollständiges Bild jedoch erscheint erst durch die Bewegung. Alles Werden und Vergehen ist Bewegung. Bewegung ist Ursprung jeglichen Daseins, der Formen, des Lebens, der Gedanken. So wie jede Pflanze eine gewordene Formgestalt hat, hat jede werdende Pflanze eine Bewegungsgestalt, eine Bewegungsgeste. Bewegung als Urtypus des Lebendigen. Auch Pflanzen können sich bewegen. Vorerst denkt man, dass Pflanzen sich außer weniger Ausnahmen, wie etwa Mimoseblätter bei Berührung, kaum bewegen, außer dass sie sich passiv im Wind wiegen oder dass sie ruhig vor sich hin wachsen. Aber dass sie sich nach eigenen Mustern bewegen, nimmt man vorerst kaum wahr, da es für unsere Sinne zu langsam geht. So aber, wie wir kleine Formen mit der Lupe vergrößern können, können wir langsame Bewegungen mit Zeitrafferfilm sichtbar machen. Durch dieses Auge betrachtet präsentiert sich zum Beispiel eine Wiese in quicklebendiger Eigendynamik oder ein wachsender Keimling wird als lebender Organismus erfasst. Kresse-Samen keimen aus. Die erste Gestaltung nach unten. An den Wurzelstämmen bilden sich horizontale Wurzelhärchen. Und jetzt beginnt die Aufrichtung in kräftiger Eigendynamik. Wie das gemacht wurde, werde ich nachher kurz erklären. Auch selbst niederste Organismen können sich durch Bewegungsströme zu erstaunlichen übergeordneten Gestalten emanzipieren. Ein solcher Organismus sind die sogenannten Schleimpilze. Es sind eigentlich keine Pilze, sondern amöbenartige Einzeller. Sie leben im feuchten Boden. Ich zeige hier einen Zeitrafferfilm aus dem Labor des amerikanischen Kollegen John Taylor Donner. Einzelne Amöben kriechen unkontrolliert umher. Sie beginnen sich zu koordinieren und strömen in Bahnen sternförmig zu einem zentralen Sammelpunkt. An diesem Punkt integrieren sich die einzelnen Amöben zu einem übergeordneten Körper. Dieser gewordene Organismus teilt sich auf. Daraus entstehen eine Art Kriechwürmer. Sie sehen aus wie winzige Nacktschnecken, sind aber weder Würmer noch Schnecken. Und jetzt setzen sie sich fest. Es beginnt eine Art Pilzphase, so benannt in Anlehnung an die Ähnlichkeit der Fruchtkörper von Schimmelpilzen. Der Organismus streckt sich in die Vertikale
und bildet einen Sockel, Stiel und Sporenkapsel. Hier nochmals die Stielbildung vergrößert. Und die ausgebildeten Sporenkapseln. Diese Kapseln enthalten das Sporenpulver. Die Sporen fallen zurück ins Erdreich und unter günstigen Bedingungen keimen daraus wieder Amöben und der Zyklus kann von neuem beginnen. Vor etwa 6 Jahren machte ich mich auf Kamerapirsch für Zeitrafferaufnahmen bei Pflanzen. Eigentlich war geplant, aus dieser wenig bekannten Erscheinungswelt eine Systematik zu erarbeiten. Dazu kam es aber nicht. Aus Freude an meinen bereits gesammelten Videoclips habe ich dann beschlossen, einen kleinen Schaufilm zusammenzustellen, den ich Ihnen hier zeigen werde. Aber vorerst noch einige Worte zur Methodik solcher Aufnahmen. Das Prinzip des Zeitrafferfilms ist eine Beschleunigung der Abläufe um ein Vielfaches. Wenn ich zum Beispiel den Tageslauf einer Pflanze in 20 Sekunden zeigen möchte, mache ich mit einer Fotokamera alle 3 Minuten ein Bild. Diese Bilder werden dann im Computer zum Videofilm verarbeitet. Für meine Filmclips mussten die Pflanzen über mehrere Tage automatisch fotografiert werden. Alle Bewegungen, die da im Film erscheinen, sind Eigenbewegungen der Pflanzen, nicht etwa durch den Wind. So wurde zum Beispiel die Kressekeimung aufgenommen. Das ist eine Glaskammer mit Erde gefüllt. Oben auf die Erde werden die Kressesamen angesetzt. Die auswachsenden Wurzeln streben senkrecht nach unten, kommen so direkt an die schräg gestellte Scheibe und werden sichtbar für die Aufnahmen. Im Freiland kann Langzeitfotografie sehr schwierig und aufwendig werden. Es darf nicht winden und nicht regnen. Wind ergibt Bewegungszittern, wechselnd bewölkt ergibt flatternde Belichtung, Regen beschädigt Kamera, Beleuchtung und Steuergeräte. Einmal musste ich bei drohendem Gewitter aus einer Bestattungsfeier abschleichen, um meine Apparaturen zu retten. Manche Pflanzen wurden in geschützten Räumen mit Tageslicht oder in verdunkeltem Raum mit künstlichem Tagesrhythmus aufgenommen. Eine besondere Schwierigkeit war die Nacht. Wir wollen doch auch sehen, was die Pflanzen nachts bei Dunkelheit machen. Wie soll man da im Dunkeln die Fotos machen? Ich probierte mehrere Methoden aus. Eine Infrarotbeleuchtung mit einer infrarotempfindlichen Kamera war eine Lösung. Für die Pflanzen ist das Dunkelheit. Und so sieht das im Film aus. Die Infrarotkamera hatte jedoch eine schlechte Bildauflösung. Eine andere Möglichkeit war eine nächtliche, kurzfristige Beleuchtung mit Grünlicht. Grünlicht nehmen die Pflanzen wenig wahr. Der Vorteil war, dass mit einer normalen Kamera fotografiert werden konnte. Wir fanden bei unseren getesteten Pflanzen ganz unterschiedliche Bewegungskategorien. Tag-Nacht-Stellungen, Wachstumsbewegungen, Windepflanzen, Ranken und das Eröffnen von Blüten. Hier einige Beispiele zu Tag-Nacht-Stellungen, die im Film erscheinen werden. Das ist die breitblättrige Wolfsmilch. Am Tag hält sie ihre Blätter waagrecht bis leicht gesenkt. Nachts wenden sie sich nach oben. Und hier die nickende Wolfsmilch, gerade umgekehrt, am Tag nach dem Himmel zugerichtet und nachts gegen die Erde. Und hier der Sauerklee. Bei Nachteinbruch klappen die Blätter zusammen. Und, sehr interessant, sie beginnen sich bereits vor Tagesbeginn, also bevor es wieder hell wird, zu heben.
Ebenfalls bei direkter Sonnenbestrahlung machen die Blätter den Schirm zu. Das gibt bei wechselnder Bewölkung im Film den Eindruck von Zucken. Es wird im Film zu beobachten sein. In den Wachstumsbewegungen werden wir verschiedene Gebärden entdecken. Und nun einige Worte zu den Windepflanzen. Die meisten Pflanzen sind Linkswinder, das heißt, sie drehen gegen den Uhrzeiger. Jedoch gibt es Ausnahmen, das sind besondere Querulanten im Pflanzenreich, die Rechtswinder mit dem Uhrzeiger. Und wenn dann die beiden zusammenkommen, geht es recht wild zu. Und schließlich werden wir zwei verschiedene Typen von Ranken in ihrer Bewegung kennenlernen, nämlich die Zaunrübe und die Erbse. Die Zaunrübe macht aus ihren Ranken Spiralfedern zur elastischen Befestigung der Pflanze. So sieht das in der Natur aus. Die Pflanze kommt am Jura-Südhang vor. Den Film Bewegende Pflanzenwelt habe ich aus persönlicher Gestaltungsfreude mit Musik unterlegt. Und jetzt vergessen wir die Frage nach Funktion und Zweck und widmen uns ganz dem Gästenspiel.